Die Rauhnächte gelten als eine magische Phase, in der die Grenzen zwischen den Welten dünn sind und die Tore zur spirituellen Welt offen stehen, damit übersinnliche Ereignisse stattfinden können. Man glaubte, dass in dieser Zeit die Geister der Verstorbenen, Naturgeister und andere übernatürliche Wesen besonders aktiv waren. Wenn du wissen willst, wie du die Magie der Rauhnächte für dich nutzen kannst, bleib dran. Eins vorab: Die Rauhnächte kann jeder für sich nutzen, egal welchen Glauben er hat. Sie sind nicht an eine Religion gebunden. Sie sind eine geheimnisvolle Zeit, die 12 Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Allerlei Bräuche und Erzählungen ranken sich um sie. Die Rauhnächte haben eine alte Tradition, die ihren Ursprung in vorchristlichen Zeiten hat und mit dem germanischen Kalender in Verbindung steht. Erstmals urkundlich erwähnt wurden die traditionellen Rauhnächte bereits 1466. Diese besonderen Nächte erstrecken sich über die Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, wobei die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember als erste Rauhnacht gilt. Unsere Vorfahren lebten nicht wie wir nach dem Sonnenkalender, wie wir ihn kennen, sondern nach dem Mond. 29,5 Tage dauert ein Mondzyklus. Es ergeben sich beim Aufrechnen 354 Tage. Unser Jahreszyklus hat 365 Tage. Diese Differenz, also die 11 Tage und 12 Nächte, die übrig bleiben, werden als Rauhnächte bezeichnet. Die erste Rauhnacht beginnt um Mitternacht des 24. Dezembers bis Mitternacht des 25. Dezembers und steht für den Januar. Die zweite Rauhnacht beginnt um Mitternacht des 25. Dezembers und steht für den Februar, bis wir zur letzten Rauhnacht kommen. Diese endet um Mitternacht des 5. Januars und steht für den Dezember. Aber woher stammt eigentlich der Begriff Rauhnacht? Der Brauch des Ausräucherns zum Schutz vor bösen Geistern und das traditionelle Beräuchern der Ställe und Räume des Hofes durch einen Priester oder den Hofbauern selbst findet sich im Kontext der Rauhnächte bereits in den Texten des frühen 16. Jahrhunderts. Das erklärt auch die Rituale rund um das Nutzvieh. Eine Alternative leitet sich wahrscheinlich aus den alten germanischen Sprachen bzw. dem Mittelhochdeutschen ab. Vor allem das mittelhochdeutsche Ruch, gleich haarig, pelzig oder fellartig, gilt in dieser Interpretation als Hinweis auf felltragende Dämonen und Geisterwesen, die in den Nächten dieser Zeit ihr Unwesenheit treiben. Man sagt, dass diese Zeit der Rauhnächte magisch ist, da die Gesetze der Natur in den Tagen und Nächten außer Kraft gesetzt werden. Auch die Verbindung zu unseren Ahnen ist während der Rauhnächte greifbarer. Viele Menschen besuchen ihre Vorfahren auf dem Friedhof, andere entzünden eine Kerze für die Toten, wieder andere erscheinen sie nachts in ihren Träumen oder blühen in alten Erinnerungen auf. Ob bewusst oder unbewusst, die Energien der Ahnen sind während der Rauhnächte spürbar. Vor allem sind die Tage rund um den Jahreswechsel die Zeit, um in sich zu gehen, zu reflektieren, sich auf das neue Jahr vorzubereiten und sich mit seinen Zielen und Wünschen zu beschäftigen. Die Menschen nahmen an, dass die Ereignisse und Handlungen in den Rauhnächten einen Einfluss auf das kommende Jahr haben könnte. Es gibt verschiedene Bräuche und Rituale, die während der Rauhnächte praktiziert wurden und werden. Ein verbreiteter Brauch ist das Räuchern von Wohnräumen und Stallungen, um böse Geister zu vertreiben und positive Energien anzuziehen. Hierbei werden spezielle Kräuter wie Weihrauch, Myrrhe, Wacholder oder Salbei verwendet. Auch das Aufstellen von Rauhnachtsbäumen oder das Hinterlassen von Opfergaben für die Geisterwelt sind Teil dieser Bräuche. In manchen Regionen wurden in den Rauhnächten auch Masken getragen, um böse Geister zu vertreiben und das neue Jahr vor Unheil zu schützen.
Die Rauhnächte sind also eine Zeit, in der Menschen versuchen, sich vor negativen Einflüssen zu schützen und positive Energien anzuziehen. Die Rituale und Bräuche variieren je nach Region und kulturellem Hintergrund, aber sie alle spiegeln den Wunsch wider, die mystische und magische Atmosphäre dieser besonderen Nächte zu nutzen, um das kommende Jahr positiv zu beeinflussen. Heute möchte ich euch ein Ritual zeigen, das ihr ganz einfach, ohne großen Vorbereitungen mitmachen könnt. Das Ritual der 13 Wünsche. Als Vorbereitung auf die magische Zeit zwischen den Jahren formuliert man 13 Wünsche für das kommende Jahr und schreibt diese einzeln auf Zettel. In jeder der 12 Rauhnächte wird dann einer der Wünsche verbrannt. 12 der 13 Wünsche erfüllt das Universum. Für die Erfüllung des verbleibenden 13. Wunsches ist man selbst verantwortlich. Nummer 1. Nutze die Wintersonnenwende am 21. Dezember, um 13 konkrete Wünsche für das nächste Jahr zu formulieren. Nummer 2. Schreibe jeden Wunsch auf einen eigenen Zettel. Nummer 3. Falte sie so, dass du den Text nicht mehr lesen kannst und lege sie in ein kleines Säckchen oder eine Schatulle. Nummer 4. Platziere dieses Behältnis mit den Wünschen an einem Ort, den du regelmäßig siehst. Nummer 5. In der ersten Rauhnacht am 25. Dezember nimm den ersten Wunschzettel, verbrenne ihn in einem feuerfesten Gefäß, ohne den Wunsch zuvor zu lesen. Dieser Wunsch wird im Januar in Erfüllung gehen. Nummer 6. Verbrenne jeden Tag einen Zettel, bis von den 13 Wunschzetteln nur noch einer übrig ist. Jeder der verbrannten Wünsche wird im jeweiligen Monat in Erfüllung gehen. Nummer 7. Der letzte Wunsch wird nicht verbrannt. Öffne diesen Zettel und lies ihn. Um diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen, bist du selbst gefordert. Was ich dir noch mitgeben möchte: Ich weiß, dass die Rauhnächte immer mehr im Trend sind und dass das Internet förmlich explodiert vor Angeboten und Anleitungen. Ich möchte dir nur sagen, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Du brauchst keine komplizierten Rituale, exotisches Räucherwerk oder musst vorher dicke Bücher lesen oder dir Texte oder Gebete besorgen. Für die Rauhnächte ist nur wichtig, dass du die Ruhe in deinem Herzen findest. Mach es dir mit den Mitteln, die du hast, gemütlich. Alles ist richtig, alles ist gut. Ich wünsche dir gesegnete und erkenntnisreiche Rauhnächte. Und für die, die die Rauhnächte zum ersten Mal nutzen, lass dich von der Kraft und der Magie dieser Nächte verzaubern. Über eure Erfahrungen und Erkenntnisse würde ich mich in den Kommentaren riesig freuen. Dankeschön fürs Zuschauen. Sei gesegnet und vergiss nie, du bist geliebt.